Luftdruck und Luftmenge. Diese beiden Begriffe begegnen uns beim Trompetespielen regelmäßig. Doch worum handelt es sich dabei? Wir fangen mal mit der Luftmenge an. Stell dir vor, du bist möglichst locker, Mittellage G1 oder so, und du bläst jetzt möglichst locker diesen Ton an. Jetzt wirst du lauter und erhöhst die Luftmenge. Das heißt, du bläst mehr Luft gegen deine Lippen, mehr Luft ins Instrument. Das hat natürlich irgendwo ein Limit erreicht. Erstens mal muss man natürlich diese Luftmenge kontrollieren können beim Ansatz. Zweitens, wie viel Luft lässt mein Mundstück durch, wie viel Luft lässt meine Trompete durch. Und letztendlich geht es darum, dass man von leise oder von einer mittleren Lautstärke in die nächst lautere spielt oder eben bis ins Maximum. Beim Luftdruck sieht es anders aus. Beim Luftdruck ist es so, dass wir unseren Ansatz ja anspannen. Vor allem beim Höhentraining merkt man das ganz deutlich. Du spannst deinen Ansatz an und lässt somit weniger Luft durch. Das heißt, in deinem Körper steigt der Luftdruck. Umso höher du gehst, umso weniger Luft fließt jetzt durch deine Lippen durch. Klar, sind ja auch stärker angespannt, aber umso stärker steigt auch der Luftdruck in deinem Körper. Wenn du zum Beispiel mal so eine kleine Oktafübung machst, dann nimmst du zum Beispiel mal Gs. Ziemlich entspannt, da fließt die Luft nur so raus. Die Oktave. Na, da ist schon mehr Luftdruck im Körper. Man merkt auch, das Kraftwerk Zwerchfell etc. ist hier viel stärker beteiligt. Man hat ein ganz anderes Körpergefühl. Da merkt man einfach einen riesengroßen Unterschied in diesen Oktaven. Du könntest natürlich auch auf einem kleinen G erstmal starten, ne? Dann hast du auch dann eventuell mehr Kapazitäten nach oben, wenn du einfach merkst, okay, ich habe diese 3 Oktaven, die ich gegenüberstelle, oder 4 Oktaven. Und dann kannst du es einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich denn das an mit dem Luftdruck. Also, dieser steigt mit zunehmender Höhe, angespanntem Ansatz, dieser lässt weniger Luft durch, diese fließt aber schneller, wobei dann auch die Lippen, das Lippenmaterial, was da schwingt, schneller schwingt. Deswegen kommt auch diese Frequenz zustande. So, und jetzt gehen wir nochmal zur Luftmenge, zum mittleren Ton zum Beispiel. Da blase ich einfach mehr Luft ins Instrument und man hört es, glaube ich, sehr, sehr gut. Es wird lauter. Das ist einfach der Unterschied. Du kannst natürlich jetzt so das eine oder andere miteinander verbinden und dann hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach oben zu gehen. Deswegen hört man ja auch viele Trompeter, wenn es nach oben geht, dass es brutal laut wird. Ich spreche jetzt von einer normalen Lage. Zum Beispiel mal ganz klassisch eine G-Dur-Tonleiter. Kennt man ganz oft, auch aus dem Schülerbereich. Da startet man ganz angenehm. Und dann wird ordentlich Dampf gegeben, weil letztendlich das schnellere Lippenmaterial letztendlich durch die schnellere Luft bedingt natürlich uns auch den einen oder anderen Ton nach oben bringen. Aber irgendwann ist da auch Schicht im Schacht, irgendwann ist da ein Limit erreicht und da geht es dann um die Technik, okay, wie komme ich denn übers D hinaus, das D3, wie komme ich noch bis zum F, wie komme ich noch bis zum G, etc. pp. Also das sind dann die Herausforderungen, die uns einfach eine andere Denkweise, erfordern und einfach ein anderes Verständnis für die Technik und dann weiß man, okay, so funktioniert es, dass es auch mal drüber hinausgeht. Also, ich hoffe, ich habe es euch so erklärt, dass es gut verständlich war. Luftmenge für Lautstärke und Luftdruck, der uns eben auch in die Höhe bringt. Mit diesen Übungen in Kombination, glaube ich, kann man sehr gut nachvollziehen, was genau damit gemeint ist. Hast du Fragen dazu? Dann ab in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.